Wir checken jetzt die 14 bekanntesten Wassermarken. Kein Gelaber. Ich habe die aktuellsten Laborergebnisse genau hier in der Hand. Wir prüfen Preis, Mineralstoffe und Schadstoffe. Ihr werdet sehen, manche Premium-Marken schmieren komplett ab, während billiges Wasser brutal abliefert. Und jetzt wird es interessant, weil hier zwei Welten aufeinanderprallen. Die einen sagen, Wasser muss rein und mineralstoffreich sein, egal wie es schmeckt. Die anderen sagen, Wasser ist ein Genussmittel und muss einfach nur gut runtergehen, egal was die Analyse sagt. Wir klären heute, wer von euch wirklich recht hat und ob ihr euer Geld für Marketing verpulvert. Spoiler: Der letzte Platz wird euch schockieren und die Nummer eins auch. Schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, seid ihr Team maximale Nährwerte oder Team Hauptsache es schmeckt? Ich bin extrem gespannt auf eure Meinung. Los geht's. Platz 14. Volvic. Und wir starten direkt mit dem größten Schock. Volvic ist eins der teuersten Wässer im Supermarkt. Aber im Labor schmiert es komplett ab. Ökotest hat darin Nitratwerte gefunden, die für Babys viel zu hoch sind, obwohl sie fett damit werben. Dazu kommt, es hat kaum Mineralstoffe. Du zahlst hier über 1 € für eine Plastikflasche, die schlechter ist als dein Leitungswasser. Absoluter Flop. Platz 13. San Pellegrino. Schicke Glasflasche, teures Restaurant-Image. Aber die Realität ist bitter. Im Labor wurden in diesem Premiumwasser Rückstände von Mikroplastik gefunden. Richtig gehört. Mikroplastik in der teuren Flasche. Dazu kommt ein extrem weiter Transportweg aus Italien, der die Umwelt flickt. Und dein Geldbeutel wird für den Namen gemolken. Für mich eine absolute Mogelpackung. Platz 12. Evian. Noch so ein Kandidat aus der Kategorie viel Hype, um nichts. Die Flasche sieht aus wie Lifestyle pur. Sie steht auf jedem Influencer-Tisch und in jedem Luxushotel. Aber wenn du dir das Laborblatt ansiehst, merkst du schnell, dass da nichts hinter der Fassade steckt. Dieses Wasser hat im direkten Vergleich kaum nennenswerte Mineralstoffe. Das ist faktisch einfach nur völlig überteuertes Leitungswasser im schicken Luxusmantel. Und dann der Wahnsinn beim Thema Nachhaltigkeit. Dieses Wasser wird tausende Kilometer aus den französischen Alpen hergekarrt, nur damit du es im Supermarkt für den dreifachen Preis kaufst. Du zahlst hier nicht für die Qualität, sondern nur für das Logo auf der Flasche. Es ist das Paradebeispiel dafür, wie man Kunden mit Marketing komplett einlullt. Für mich macht das absolut keinen Sinn. Platz 11. Vio Medium. Das Wasser aus dem Hause. Coca-Cola. Und genau da liegt schon das größte Problem. Der Preis im Supermarkt ist ordentlich hoch. Aber der Inhalt? Der ist im Vergleich dazu extrem schwach. Wenn du dir die Analysewerte auf dem Etikett anschaust, siehst du sofort, dass die Mineralstoffwerte so extrem niedrig sind, dass es fast schon eine Frechheit ist. Im Grunde kaufst du dir hier nichts anderes als normales Leitungswasser, das eben nur teuer in eine Plastikflasche abgefüllt wurde, um es dir als Lifestyle-Produkt zu verkaufen. Coca-Cola nutzt hier einfach seine enorme Marktmacht, um dir ein Produkt anzudrehen, das du zu Hause direkt aus dem Hahn ziehen kannst. Warum sollte man dafür so viel Geld ausgeben? Das ist in meinen Augen absolute Geldverschwendung und Marketingmanipulation pur. Wenn ihr solche knallharten Faktenchecks feiert und wissen wollt, welche Produkte im Supermarkt euch sonst noch verarschen, dann abonniert jetzt den Kanal und lasst ein Like da. So verpasst ihr keinen meiner nächsten Tests. Zurück zum Ranking. Platz 10. Hennitz. Und jetzt wird es ekelhaft. Die Marke wirbt mit reiner Natur, aber die Laborergebnisse sagen was ganz anderes. Es wurden Spuren von verbotenen Pestizidabbauprodukten gefunden, also Rückstände von Unkrautvernichtern, die im Grundwasser gelandet sind. Das ist zwar in der Theorie noch unter dem Grenzwert, aber will man wirklich Chemiemüll trinken, nur weil die Marke schick klingt? Ich sage definitiv nein. Such dir lieber etwas Sauberes. Platz 9.
Gerolsteiner Naturell. Die meisten von euch denken bei dem Namen sofort an den deutschen Klassiker. Aber bei der stillen Variante sieht es im Labor plötzlich ganz anders aus. Wir haben uns die aktuellen Testergebnisse angeschaut und es gab bei der Reinheit ganz klare Probleme, weil leichte Schadstoffspuren nachgewiesen wurden. Das ist zwar nicht sofort direkt gefährlich für deine Gesundheit, aber mal ganz ehrlich, bei dem stolzen Preis, den Gerolsteiner aufruft, erwarte ich einfach deutlich mehr. Wir zahlen hier schließlich einen Premium-Aufschlag für eine Marke, die uns Reinheit verspricht. Wenn ich dann aber im Labor lese, dass es sauberere und günstigere Alternativen im Regal gibt, dann bleibt für mich nur ein Fazit. Im Stillsegment ist das hier nur mittelmäßig. Da wird der Markenname einfach nur gnadenlos ausgenutzt. Platz 8: Wilsa. Wilsa ist das Wasser, das man überall sieht. Und ja, die Laborwerte sind absolut sauber. Da gibt's nichts zu meckern. Aber, und das ist der Knackpunkt, wenn du dir die Mineralien ansiehst, ist das Wasser eher schwach auf der Brust. Da ist kaum was drin, was deinem Körper wirklich hilft. Du kaufst also eine saubere Flasche, aber bei den Werten passiert einfach nichts. Es ist ein solides Wasser, das ist sicher. Aber für den Preis, den Wilsa im Laden aufruft, erwarte ich einfach ein bisschen mehr Power im Inhalt. Platz 7: Bad Pyrmonter. Wir kommen langsam in den Bereich, wo die Qualität stimmt. Im Labor liefert Bad Pyrmonter absolut ab. Hier gibt es keine Schadstoffe und alles ist lupenrein. Der Punkt ist aber, es ist ein sehr kalkreiches Wasser. Das ist super für den Körper, keine Frage, aber wer einen empfindlichen Magen hat oder den Kalkgeschmack nicht mag, der wird hier nicht glücklich. Dazu kommt der Preis. Es ist eine klassische Markenflasche. Du zahlst hier für die Marke und das Marketing ordentlich drauf, obwohl du die gleiche Reinheit bei anderen Herstellern für die Hälfte des Preises bekommst. Es ist ein gutes Wasser, ja, aber wirtschaftlich gesehen ist es einfach viel zu teuer für das, was es am Ende wirklich kann. Platz 6: Adelholzner. Das Wasser aus den Bayerischen Alpen. Klingt verdammt gut. Und im Labor ist es das auch. Die Reinheit ist top, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Aber wir müssen hier mal über das Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen. Du zahlst hier richtig viel Kohle für dieses bayerische Qualitätsimage. Wenn du die Inhaltsstoffe mal gegen ein günstigeres Wasser vergleichst, merkst du schnell, da ist kaum ein Unterschied. Adelholz Ehner ist ein super sauberes und ehrliches Produkt, keine Frage, aber du zahlst für den Namen einen richtig fetten Aufschlag. Es ist ein Wasser für Leute, denen das Marketing wichtig ist und die dafür gerne extra bezahlen. Wer aufs Geld achten will, findet absolut das Gleiche für deutlich weniger Kohle. Platz 5: Residenz Quelle. Jetzt kommen wir endlich in die Region, wo es spannend wird. Das ist der erste Kandidat, der nicht nur durch Sauberkeit überzeugt, sondern bei den Inhaltsstoffen richtig abliefert. Wir reden hier von einem extrem hohen Calciumgehalt. Das ist quasi ein kleiner Knochenbooster für deinen Körper. Viele Leute unterschätzen, wie wichtig Mineralien für den Alltag sind, aber genau hier punktet dieses Wasser. Es ist kein schickes Lifestyle-Getränk, sondern ein funktionales Produkt, das seinem Namen alle Ehre macht. Es schmeckt ehrlich, es hat Power und im Labor gibt es auch nichts zu meckern. Wer seinen Körper mit Mineralien unterstützen will, ohne für ein schickes Etikett draufzuzahlen, der ist hier absolut richtig aufgehoben. Platz 4: Ja oder gut und günstig. Jetzt wird es für die großen Marken peinlich. Du stehst vor dem Regal und denkst, das billige Discounterwasser kann nichts taugen, aber das ist ein riesiger Irrtum. Im Labor liefern diese Wässer eine Performance ab, bei der viele Premium-Marken blass aussehen. Sie sind absolut schadstofffrei und von einer Reinheit, die man für nicht mal 20 Cent pro Liter kaum erwarten würde. Das ist der Beweis. Du zahlst bei den großen Marken zu 80% nur das Logo auf der Flasche und die Werbung im Fernsehen. Diese Discounterwässer sind der absolute Preis-Leistungssieger für jeden, der einfach nur sauberes, ehrliches Wasser trinken will, ohne sich ausnehmen zu lassen. Platz 3: Quellbrunn. Wir bleiben bei den Discountern und Aldi liefert hier absolut ab. Quellbrunn ist der beste Beweis,
dass man für Top-Qualität keine 5 € ausgeben muss. Die Laborergebnisse sind durch die Bank makellos. Keine Pestizide, keine Schadstoffe, absolut rein. Was mich hier wirklich überzeugt, die Konstanz. Während andere Marken schwanken, ist das Wasser aus der Aldi-Quelle immer auf dem gleichen hohen Level. Man merkt einfach, dass hier nicht an der Qualität gespart wurde, nur um den Preis zu drücken. Wer wirklich schlau einkauft, merkt spätestens hier. Diese Wassermafia, die uns überteuerte Markenplörre andrehen will, hat hier keine Chance mehr. Ein absolut stabiler Alltagsbegleiter. Platz 2. Saskia, das Wasser von Lidl. Und ganz ehrlich, das ist der absolute Preis-Leistungskiller auf dem Markt. Wir haben hier Wasser, das teilweise weniger als ein paar Cent pro Liter kostet. Und trotzdem schlägt es im Labor fast jede hochgejubelte Premium-Marke um Längen. Es ist nicht nur schadstofffrei, es hat auch eine wirklich gute mineralische Balance. Viele Leute machen den Fehler und lassen sich von teuren Werbespots blenden, aber Saskia zeigt eiskalt, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Top-Qualität für jeden, ohne diesen völlig absurden Markenaufschlag. Wenn du wirklich smart bist, kaufst du Saskia. Es gibt kaum ein Wasser, das dir diese Reinheit für diesen Preis bietet. Absolut unschlagbar. Platz 1. Gerolsteiner Sprudel. Und jetzt kommt die große Enttäuschung. Aber aus einem ganz anderen Grund. Wenn man die Laborwerte ansieht, ist das hier der absolute König. So viele Mineralien, so viel Magnesium und Calcium wie bei fast keinem anderen Wasser auf dem Markt. Wenn es nur um die Fakten geht, gewinnt Gerolsteiner den Preis für das nährstoffreichste Wasser mit Abstand. Aber warum enttäuscht es dann? Weil der Geschmack für viele eine absolute Katastrophe ist. Es ist so extrem mineralisiert, dass es für viele Leute einfach nur salzig und fast schon wie Medizin schmeckt. Es ist das gesundeste Wasser, aber auch das, bei dem die Leute am häufigsten das Gesicht verziehen. Ein echter Widerspruch. Faktensieger, aber Geschmacksverlierer. Was sagt ihr? Team gesund und salzig? Oder Team schmeckt mir einfach nicht? Ich bin extrem gespannt auf eure Meinung. Schickt das Video unbedingt an den Freund, der immer noch für teure Markenplörre zahlt. In diesem Sinne bleibt gesund und trinkt das Richtige. Das war's von mir.